Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, 3 Minuten Piano Practice. Mein Name ist Sven Häfliger, ich bin der Gründer von Zapiano. Dieses Video ist für die Einsteiger gedacht, es geht nochmals um die Unabhängigkeit der Hände. Falls dir das gefällt, dann abonniere doch hier diesen YouTube-Channel oder die Facebook-Seite, mach da ein Like drauf oder du kannst hier auch noch ein paar Informationen von dir hinterlassen, da möchte ich mal schauen, wo du so stehst und was dir gefällt. Denn ich möchte natürlich nur das euch zur Verfügung stellen, was euch, respektive dir, weiterhilft. Jetzt Unabhängigkeit der Hände, ein riesengroßes Thema. Wir machen jetzt Folgendes. Wir schließen den Deckel und vielfach geht es darum, dass man diese Lockerheit hinkriegt. Und das ist etwas, was für die meisten ganz weit weg ist, denn es hat mit Bewegung und Rhythmik zu tun. Da geht es jetzt nicht um Notenlesen. Die meisten fühlen sich wohl mit Notenlesen oder irgendwelchen Übungen und so. Und sobald es darum geht, den Deckel zu schließen und da mal ein bisschen locker was zu klopfen, da wird die Luft dünn. Aber nicht mehr für dich. Ich zeige dir jetzt einen kleinen Trick, wie du das in den Griff kriegst. Das Wichtigste, was du wissen musst, um das zu üben, brauchst du kein Piano. Du kannst es überall an der Bushaltestelle oder irgendwo, wenn du unterwegs bist, kannst du es üben, indem du auf den Oberschenkel einfach ein paar Rhythmen klopfst. Das ist eigentlich super einfach, super simpel. Die Leute werden dich vermutlich ein bisschen schräg anschauen, kann sein, aber egal. Es geht darum, dass du diese Bewegungsmuster, einfache Bewegungsmuster, verinnerlichen kannst. Wenn du es verinnerlicht hast, dann kommt es später natürlich hervor und du kannst dann locker Begleitmuster spielen, Stücke spielen, was auch immer. Das ist Basisrüstzeug eines jeden Pianisten. So, also Folgendes. Ich würde mal vorschlagen, du klopfst hier einfach so einen Rhythmus, das wäre zum Beispiel ein Viertel, und dann probierst du hier ein Achtel zu klopfen. Oh. Wenn du merkst, es ist noch schwierig, kein Problem. Dann machst du es ultra langsam. So. Du kannst es auch zusammen. Jetzt, okay, jetzt habe ich zweimal Viertel, das ist einfach für alle. Und jetzt machst du deine rechte Hand doppelt so schnell. Und wenn du denkst, dass es schon gut geht, dann kannst du probieren, den linken Fuß, wichtig, den linken Fuß, denn der rechte Fuß, den brauchen wir später für das Pedal, den linken Fuß, den kannst du jetzt gleich machen wie die linke Hand. Und das ist jetzt ein bisschen tricky für die meisten Einsteiger, ein bisschen tricky. Aber wir machen es ganz langsam. Also mit dem linken Fuß mache ich dasselbe jetzt wie mit der linken Hand. Yeah. Und wenn es gut geht, kannst du das Tempo ein bisschen steigern. Yeah. Und plötzlich machst du ein bisschen einen Klick im Hirn, in deiner Schaltzentrale und dann wird es einfach. Dasselbe kannst du auch umkehren. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel die Viertelnoten. Ich mache dasselbe mit dem linken Fuß auch noch mit, so. Das wäre mein linker Fuß. Und dann kann ich hier zum Beispiel Achtelnoten machen. Also genau dasselbe, einfach umgekehrt. Genau. Und wenn du merkst, Unabhängigkeit der Hände ist ein bisschen ein Thema für dich, dann würde ich dir empfehlen, wenn du dich ans Klavier setzt, bevor du zu üben beginnst, kannst du einfach so 2-3 Minuten diese Übung langsam konzentriert machen. Wenn du es immer wiederholst, immer wieder, nur 2-3 Minuten, das genügt schon, dann wirst du in ein paar Tagen, vielleicht Wochen, je nachdem, wirst du Fortschritte erzielen und du wirst merken, dann wird es wirklich easy. Denk daran, wer viel Klavier übt, der wird gut werden und wer richtig Klavier übt, der wird wirklich gut werden. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.